Wer selbst Klarinette spielt oder einen Klarinettisten in der Familie oder Nachbarschaft hat, kennt dieses Problem wahrscheinlich. Die Klarinette quietscht ziemlich oft. Gerade wenn man anfängt, das Instrument zu lernen, kann es oft zu diesen unangenehmen Geräuschen, dem Quietschen kommen. In schrillen Tönen, ein bisschen mehr rauschig, in vielen Facetten, aber es kiekst und quietscht schon ziemlich oft. Woran liegt das? Was kann man dagegen tun? Darum soll es heute gehen. Also, wenn das dich interessiert, dann bleib einfach dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Quietscher und wir wollen uns das mal genauer anschauen. Woran liegt denn das, dass die Klarinette quietscht? Was kann man dagegen tun? Da schauen wir uns zuerst einmal eine Ursache an. Das kann nämlich am Blatt liegen. Das Klarinettenblatt ist ja an der Spitze ziemlich empfindlich. Also, wenn du ein Blatt hast, das schon eine Ecke vielleicht hat oder eine Ecke abgerissen hat oder einen Riss in der Mitte, auf der Seite, wie auch immer hat, dann kann das schon die Ursache sein. Ja, also mal das Blatt genau anschauen. Ein weiterer Grund ist, dass eventuell diese Kanten, ich hoffe, man sieht es, dass diese Kanten zu spitz geformt sind. Ja, das passiert vielleicht schnell mal, wenn man das Blatt selber noch bearbeitet. Aufpassen, dass diese Ecke nicht zu kantig ist, sage ich mal. Genau. So viel zum Blatt selbst. Jetzt kommt es auch noch darauf an, wie man es auf die Klarinette setzt. Ich nehme die Blattschraube gerade weg. Und zwar, eigentlich sollte es ja passgenau auf dem Mundstück sein. Wenn es jetzt ein bisschen zu weit oben steht, haben wir auch wieder die Gefahr, dass es eventuell quietscht. Es kann die Ursache sein. Viel wahrscheinlicher, wenn es quietscht, ist, dass das Blatt ein bisschen zu tief am Mundstück ist, also mehr diese Richtung nach unten. Ja, oder es sitzt zwar von der Höhe richtig, aber ist leicht schief. Ich mache es jetzt mal extremer, damit ihr wisst, was ich meine. Ja, also schaut immer, dass das Blatt möglichst passgenau auf dem Mundstück liegt. Und dann auch mit der Blattschraube dementsprechend fest gezogen ist, sodass es nicht mehr verrutscht. Genau, das mache ich jetzt mal. Und auch aufpassen, fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich selber die Blattschraube drüber schiebe, dass ihr nicht damit eine Ecke einreißt. Also immer vorsichtig, die Blattspitze ist besonders empfindlich und da stecken schon viele Ursachen drin, warum es quietscht. So, jetzt ist es fest. Nun weiter zum Blatt. Es gibt noch eine weitere Ursache, hat mit dem Blatt zu tun. Und zwar, wenn ihr spielt und mal mit den unteren Zähnen an das Blatt drankommt. Das sind so die, ich sag mal, ekligsten Quietscher. Die sind unglaublich unangenehm, weil die wahnsinnig hoch sind. Ich will es jetzt deswegen nicht vormachen, aber wenn ihr sehr unangenehme Quietscher erzeugt, dann überprüft mal, ob ihr nicht mit den Zähnen ans Blatt kommt. Eine häufige Ursache, dass es quietscht, ist, dass man das Mundstück zu weit in den Mund nimmt. Ja, also dass das Mundstück, ich sag mal, so 1 Zentimeter, wenn man ungefähr die oberen Schneidezähne hat. Aber jeder Kiefer ist anders gebaut. Ja? Manche haben einen Unterbiss, Überbiss, je nachdem. Ja? Also man kann es nicht pauschal sagen, aber grundsätzlich sollte eben der Unterkiefer nicht zu weit nach unten gesetzt werden, sonst quietscht es eben. Ja, das gleiche kann passieren, wenn es zu weit oben ist. Das ist aber wiederum wieder etwas unwahrscheinlicher. Noch eine weitere Sache zur Position des Mundstücks im Mund. Es kann auch sein, dass man beim Ende einer Phrase, wenn man spielt, den Mund aus Versehen schon zu früh aufmacht. Dann kann es auch sein, dass eben immer wenn ihr eine Phrase spielt, ein Lied und sowas, und am Ende quietscht es. Und ihr denkt, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Ja, ihr habt die Klarinette vielleicht zu früh aus dem Mund gezogen oder den Mund einfach zu früh aufgemacht. Also erst das Stück zu Ende spielen und dann den Mund öffnen. Ja, man sieht es ja auch bei den Profis. Es ist sowieso eine musikalische Unterstützung. Man spielt eine Phrase zu Ende, hat diesen Freeze und dann nimmt man die Klarinette aus dem Mund. Nun, eine weitere Ursache, warum es quietscht, das kann daran liegen, wie du deine Zunge innerlich formst. Die Stellung der Zunge ist eben sehr entscheidend
ob nun ein Ton quietscht oder nicht. Mal angenommen, wir spielen einen Registerwechsel nach oben, aber ihr nehmt die Zunge nicht mit. Dann kann es entweder, ich mache es einfach mal vor, wenn ich das C zum Beispiel nehme und will jetzt überblasen, einfach nur die Klappe hinten drücken, die Überblasklappe und zum hohen G hoch. Ja, und ihr macht nichts mit der Zunge. Dann passiert vielleicht das. Das ist nicht direkt ein Quietscher, das wollte ich jetzt auch vermeiden, aber es kann eben rauschen. Genauso kann es aber auch quietschen. Und umgekehrt passiert das Gleiche. Also ihr spielt ein hohes G und wollt jetzt runter zum C, tut aber nichts mit der Zunge. Dann braucht es einen Moment, bis es umschlägt, wenn überhaupt. Es kann auch sein, dass ihr die ganze Zeit in der hohen Lage kleben bleibt. Also die Zunge ist ziemlich entscheidend und wenn ihr nicht den Ton, den ihr euch vorstellt, dass er jetzt klingt und auch greift, mit der Zunge formt, dann kann es zu Quietschern kommen. Eine weitere und auch wieder sehr häufige Ursache, wenn es denn wieder quietscht, und das ist eben auch wieder gerade bei den Anfängern, die jetzt gerade ein paar Stunden Klarinette spielen, die ersten Wochen sich damit beschäftigen, wo denn eigentlich die Finger hin müssen. Da kann das oft vorkommen, aber auch noch später, dass man eben genau die Finger, also diese Ringklappen nicht richtig schließt. Ja? Die entscheidenden Finger sind oft die Ringfinger. Ich zeige es mal bei der linken Hand, da wir ja im Alltag eher die Finger näher beieinander haben und jetzt bei der Klarinette auseinanderstrecken, das ist also am Anfang ungewohnt, da kann es sein, dass der Ringfinger einfach nicht richtig abdichtet und zu weit oben ist. Das gleiche übrigens mit dem Zeigefinger. Ja? Und dann kann es schon wieder zum Quietschen kommen. Stellt euch vor, ihr haut jetzt mit viel Luft da rein und die Löcher sind nicht zu. Das muss zwangsläufig quietschen. Genau, also die Finger immer richtig auf die Klappen setzen. Das gleiche beim Daumen. Immer wieder überprüfen, ob ihr auch richtig auf dem Daumenloch seid. Ja, wenn ihr ein bisschen daneben seid, kann das auch wieder sofort zum Quietschen kommen. Dann die rechte Hand auch überprüfen. Wenn man mit der linken beschäftigt ist, kann es auch schnell mal passieren, dass man diese Seitenklappen unbewusst drückt. Ja, also wenn wieder ein Loch geöffnet wird, es quietscht wieder. Und genauso mit der linken Hand, auch wieder der Zeigefinger an der Gießklappe. Ja, manchmal ist man dann mit der rechten Hand vielleicht beschäftigt und drückt aus Versehen ein bisschen auf die Gießklappe. Die öffnet sich dann nur ganz leicht, es muss nur minimal sein und schon kann es wieder quietschen. Also aufpassen, wie ihr eure Finger da setzt. Und da hilft auch vielleicht eine kleine Wahrnehmungsübung, dass ihr einfach mal am Ring entlang fahrt mit den Fingern, den entsprechenden Finger natürlich zu den Klappen, und den Kreis immer kleiner und immer kleiner macht, bis ihr in der Mitte angekommen seid und der Finger in dieser Ringklappe richtig versinkt. Dann seid ihr richtig angekommen. Und das könnt ihr mit jedem Finger machen, ja, bis alle den richtigen Platz hat. Je nachdem, welchen Griff ihr besonders üben wollt. Ja, wenn es immer bei der gleichen Note auftaucht, zum Beispiel beim C, das kriegt ihr noch nicht so gut raus. Ihr habt jetzt das leere G gelernt, ihr habt das E, das D und beim C habt ihr noch Schwierigkeiten. Dann überprüft mal, ob der Ringfinger richtig trifft und macht diese kleine Wahrnehmungsübung mit der Fingerkuppe. Noch ein weiterer Aspekt zu den Griffen. Wenn ihr die kleinen Finger dann später dazu nehmt, es kann auch sein, dass ihr mal den kleinen Finger auf beide Klappen irgendwie bringt. Ja, es ist gar nicht so selten. Also eigentlich entweder oder. Ja, und dann gibt es noch diese Verbindung. Wenn man aber diese Klappen gleichzeitig drückt, quietscht es wieder. Alle Instrumente, die geschlossene Klappen haben, die haben es einfacher. Da quietscht es nicht so häufig. Aber mit diesen Ringklappen, also Klappe plus offenes Loch, da ist Präzision gefragt, damit es eben nicht quietscht. So, ich hoffe, dir hat mein Video zu den Klarinettenquietschern gefallen. Und wenn dem so ist, dann abonniert doch vielleicht meinen Kanal. Dann gibt es noch weitere Tipps von mir. Oder gib mir den Daumen doch nach oben. Und wenn du irgendeine Frage hast oder dich ein weiteres Thema brennend interessiert, dann lass mir doch einfach einen Kommentar da. Ciao!